Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ihr wolltet ja mal mitkommen und darum haben wir ein bisschen in dieser Woche gefilmt. Was haben wir denn gefilmt? Ich glaube überall da, wo wir waren. Ein geiler Einstieg. Trotzdem viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Feierabend. Was machen wir? Wir sind eingeladen. Nicht wir sind eingeladen, du bist eingeladen. Naja, und ich nehme dich halt immer mit als meine +1. Bei dem Ding will ich tatsächlich mit, denn es geht zurück in die 90er. Und nein, es geht nicht zurück nach Deutschland. Boah, fies, ne? Wir sind in einer Pop-Up-Bar, da gehen wir jetzt rein, dann nehmen wir euch mit. Und das Thema ist obviously 90er Jahre, Back to the Future. Es soll wohl eine Videothek sein, ne? Genau, es heißt irgendwie Back to the 90s Videos und dort ist eine komplette Videothek und so eine Gamothek nachgebaut und die Drinks sollen sehr kreativ und lustig sein. Ich bin gespannt, ob wir sehr kreativ auch gleich das Auto auf diesem Parkplatz wiederfinden, denn das ist wirklich in der schummrigen Ecke hier, aber egal. Also, wir gehen mal rein, ich nehme euch mit und ich quassel ein bisschen dabei vielleicht. Ich sag ja, das ist eine schummrige Ecke hier. Wer das Konzept Pop-Up-Bar nicht kennt, eine Pop-Up-Bar geht immer nur ein paar Monate, hat ein bestimmtes Motto und dann schließt die Pop-Up-Bar wieder und es kommt eine neue Bar mit einem neuen Motto da rein. Kostet immer Eintritt und ist begrenzt. Back to the 90s. Das ist also aufgemacht hier wie in einer Videothek und ich werde ein bisschen Arcade spielen. Man hat tatsächlich alles herangekarrt, was ich noch so aus meiner Jugend kenne. Von Filmplakaten, gut, ich meine, der Weiße Hai ist, glaube ich, von 1975, das ist jetzt nicht ganz meine Jugend. Aber so die Requisiten, die sie da hatten, das hat schon Spaß gemacht, ne? Das gab schon eine coole Atmosphäre. So, und was ihr hier seht, das sind die Cocktails, die im Angebot sind. Da mit so einem Cowboy-Hut, hier mit so einem Basketball. Gut, dass wir noch fahren müssen. Tina wurde übrigens eingeladen, damit sie einen Bericht darüber schreibt für Austin.com. Ihr wisst ja, die rasende Reporterin hier. Also das System ist so, dass die Tina jetzt hier eine Kassette auswählt aus der Videothek und für diese Kassette gibt es an der Bar die passende Videokassette in Form eines Drinks. Schau mal, der zum Beispiel, der ist mit Wodka, Lemon Juice, Watermelon Syrup und Cotton Candy. Nix für mich. Ich glaube, ich nehme den hier. Der heißt The Karate Kid. Und wer mich weiß, wer mich kennt, der weiß, dass ich das total gerne mag, Karate Kid. Ich nehme den. Eigentlich doch eine gute Idee, um dieses Video-Ausleihgefühl von damals zu bekommen. Eine leere Kassette nehmen und die wird dann gefüllt, nur nicht halt mit Film, sondern mit Cocktail. So, ich habe tatsächlich einen Mean Girl Cocktail getrunken und das sieht ein bisschen schwuchtelig aus, aber wir gucken mal. Das ist Wodka mit, ich weiß gar nicht, was da drin ist, Wassermelone. Mit Wassermelone, Wodka, genau. Und dann dazu hier das hier. Zuckerwatte. Zuckerwatte. Mit Pille mit Prägung drauf, aber habe ich noch nie gesehen, diese Pillen mit Prägung. Ich schwöre, auch nicht zu Rave-Zeiten. Kommt vielleicht nicht ganz so überraschend, aber der Cocktail war wirklich sehr, sehr süß. Also ich bin sowieso nicht so ein Cocktailfreund, ne? Aber die waren halt for free, also probiert man die mal aus. Und außerdem mussten wir verschiedene Cocktails ausprobieren, weil Tina natürlich die Bilder machen musste für den Bericht. Und ich habe Popcorn. Echtes Popcorn auf meinem Cocktail. Frisches Popcorn auf einem Cocktail. Und Stäbchen. Die Stäbchen finde ich cool. So, ein kurzes Vergnügen nach Feierabend. Das war die 90er Jahre Bar, eine Pop-Up Bar. Es war so lustig, es hat Spaß gemacht und
du gehst dahin nicht für die Filme, sondern für die Cocktails? Naja, also wir sind jetzt eingeladen worden, ne? Und das kostet normalerweise, was sagst du, 22 US-Dollar? $22 und zwar für 90 Minuten. Ja, Bar auf Zeit, geht, aber ich meine, das läuft, ne? Also das ist halt ein tolles Erlebnis, $22 und du hast einen Cocktail dabei. Ja. Und die Cocktails waren ganz gut gemacht, oder? Ja, die Cocktails waren super. Die zwei, die ich hatte, die waren wirklich lecker und kreativ. Ich durfte ja nicht trinken, weil ich ja jetzt noch Auto fahre. Kurzes Tankupdate, 2,48 die Gallone. Wisst ihr Bescheid, Kinders? So, es ist so warm und die liebe Tina, die hat uns einen Cabana in einem Hotel reserviert, im Thomsen Hotel hier. Und da nehmen wir euch mit und ihr dürft uns beim Relaxing zuschauen. Ist ja auch was, oder? Ich spare mir jetzt die Kommentare hier. Aber das Leben in Austin ist sehr hart und sehr heiß. Und das hier ist unser quasi Office. Also ist so, ist unser Office. Ja. Müsst ihr einfach glauben. Ja. Weil auf YouTube darf man keine Lügen erzählen. Das stimmt. Sonst kommen sofort Leute und kommentieren, dass das eine Lüge ist. Und darum machen wir das nicht. Das Thomsen Hotel liegt mitten in Downtown und ist eigentlich nur ein Beispiel, ne? Denn eigentlich hat jedes Hotel in Downtown oben so einen Dachterrassenpool und eine Rooftop-Bar, wo man sich einmieten kann. Also die Bar könnt ihr so benutzen, bei dem Pool müsst ihr so ein Wristband vorher kaufen. So, das war's. Ihr seht, die Tina ist ein bisschen umgezogen, hatte etwas anderes an, als sie eben anhatte. Liegt daran, dass wir jetzt noch ein bisschen was essen gehen. Also das kann man tatsächlich gut mal machen, ne? Also hier gibt es ja viele sehr teure Hotels, wo man vielleicht die Übernachtung sich nicht leisten möchte, aber die bieten alle Resort-Passes an, kostet dann $25 und dann könnt ihr hier quasi die Poolanlage und alles mit benutzen. Am Wochenende ist es vielleicht ein bisschen teurer, also ladet euch die Resort-App runter, bevor ihr hier nach Austin kommt und dann könnt ihr euch hier einbuchen, oder? Ja, ich finde es super. Es ist total schön. Das ist wie so ein Tag Urlaub. Auch für uns, die hier wohnen, ist es wirklich was, wo wir sagen, komm, ein Tag Urlaub in Austin. Ein Tag Urlaub in Austin. Seit 3 Jahren machen wir einen Tag Urlaub in Austin. Weiter geht's. So, wenn ihr mal die Faxen dick habt von Fast Food, dann kann ich euch empfehlen hier Pint House Breweries. Hier gibt es Craft Beer und richtig gute Pizza. Und wisst ihr was? Hier gehen garantiert keine Touristen hin. Das heißt, ihr seid tatsächlich mit den Austinaten zusammen und ihr könnt davon ausgehen, dass es super, super lecker ist. Weil die Austinaten hier sind? Ja, genau, weil hier die Eingeborenen quasi hingehen. Das Pint House ist übrigens bekannt für das Bier Jellyfish. Das ist ein IPA und eines der teuersten Biere, die man am Hahn hier hat in den Bars. Wir mögen das ganz gerne hier, dieses Pint House, weil die haben jede Woche neue Biersorten, die man probieren kann. Und die Pizza, die ist wirklich sensationell für einen sehr, sehr guten Preis und sehr groß. Wir nehmen immer was mit nach Hause. Das war das Pint House Brauhaus und wir nehmen ein bisschen Leftover mit. Ja. Denn die Pizzen hier sind tatsächlich Texas-Style, sehr, sehr groß. Und ich glaube, die kann man sogar vom Weltraum sehen, ne? Ich glaube auch. Und wir waren zu dritt und haben uns die geteilt und haben immer noch so viel übrig. Ja, das ist schon enorm. Also, wenn ihr mal hier in Austin seid und wenn ihr wirklich mal Bock auf Pizza habt, was sehr selten ist eigentlich. Also ich kann mir vorstellen, wenn man hier Tourist ist, dann will man gar keine Pizza essen. Aber die Brauhäuser hier sind wirklich gut und die haben meist halt Pizza. Und eine Kette ist das Pint House Brewery und die haben 3, 4 Locations hier in Austin. Wir waren an der South Lamar, das ist unser Stamm-Pint House. Da sind wir tatsächlich sehr, sehr, sehr oft. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Also wenn ihr uns vielleicht treffen wollt, dann die Chance im Pint House ist sehr groß. Das stimmt. Feierabend. Und wenn man an Austin denkt, woran denkt man dann? An Griechen. Griechisches Essen liegt ja völlig nah. Wir nehmen euch mit ins Yamas. Komm, sag doch mal ehrlich, das sieht doch nett aus hier, oder? Ich finde das so schön hier, so schön. Wirklich wie in Griechenland. Ja, aber wirklich, ne, auch die Wände hier, wie die gemacht haben, ne, das ist schon, sieht schon aus wie in Griechenland. Ist halt 41 Grad hier, aber ist in Griechenland ja auch. Wie in Griechenland.
So, einmaliges Erlebnis. Ich nehme euch mit auf die Toilette hier bei Yamas. Die haben genau 2 Toiletten für he, she, it und they, them. Und der Laden ist gerammelt voll, ihr hört das ja, ne? Und ich muss sagen, das ist mir echt zu laut hier. Aber schön sieht das aus. So, fertig. Meine Fresse, jetzt bin ich aber auch wirklich satt. Also das war ja ein Job von Tina. Ihr wisst ja, was Tina ist hier, die rasende Promi-Restaurant-Reporterin. Und wir haben, oder sie hat für Austin.com einen Bericht gemacht über das Yamas, oder wird einen Bericht machen über das Yamas. Griechisches Essen in Austin. Und das Gute ist, wir werden eingeladen. Das wäre sonst sehr, 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 sehr teuer gewesen. Ich bin ja so ein Fuchs, ne? Ich blende bestimmt die Preise der einzelnen Speisen ein. Also das Essen ist lecker. Ob ich jetzt hier hingehen würde nochmal, also wir waren schon mal hier, als er eröffnet hat. Genau. Und da habe ich es anders in Erinnerung. Das wirklich, wirklich, wirklich toll. Also damals waren wir super begeistert. Vielleicht lag es auch daran, dass dass es mit der ersten Fine Dinings war, wo wir waren. Nee, eigentlich nicht. So. Nee, aber wir sind da hingegangen, weil wir unbedingt mal wieder griechisch essen wollten. Und dann hat dieses griechische Restaurant hier aufgemacht und wir sind hingestürzt und waren begeistert, weil, also das muss ich sagen, die Aufmachung hier ist, du glaubst wirklich, du bist in Griechenland. Das ist schon ein Plus, ne? Ja, total. Also schaut euch an, das ist wirklich diese blauen Türen, die griechische Fahne da hinten, die Blumen. Also es passt wirklich, es ist griechisch. Und das Essen ist auch gut. Ich fand, es ist jetzt overpriced, ehrlich gesagt. Also ich glaube, 49 oder 48 Dollar haben meine Lamb Chops da gekostet. Und ich sag mal, das waren 4 kleine Lamb Chops, die ich beim AGB hätte auch gekriegt. Ich bin mir nicht sicher. Aber Baklava war gut. Also mein Spieß, der war wirklich unglaublich viel Fleisch. Ich lasse selten Fleisch zurückgehen, weil ich Fleisch liebe. Aber diesmal war es so viel und der war ein bisschen günstiger als deine Chops. Also Fleisch zurückgeben heißt, ich schaff's nicht auf. Also nicht, weil es nicht schmeckt, genau. Sondern weil es einfach, also die haben tatsächlich hier so Texas-Portionen gemacht. Das ist schon so. Ne, muss man auch machen hier, glaube ich. Kannst du ja nicht machen. Aber Griechen an sich haben ja auch immer, den Grillteller gab es auch, habe ich gesehen. Absolut. Aber der war, glaube ich, unendlich teuer. Aber es war so lecker heute. Also der Grillteller hätte jetzt gekostet 150 US-Dollar. Wir haben kurz überlegt, weil wir sind ja eingeladen. Ne? Also wir hätten auch die Karte rauf und runter bestellen können, damit die junge Dame hier die Fotos macht für Austin.com. Das haben wir uns geknickt. Wir sind sehr liebe Influencer. Wir halten uns an die Regeln und übertreiben nicht. Ich bin Influencer-Assistentin. Ja, du bist Influencer-Assistentin. Und ich bin Assistent der Assistentin von Influencern. Läuft bei uns. Ja, also das war griechischer Abend mit den Achtermeyers. Weiter geht's mit der Woche. Ja. So, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Einblick bekommen. Keine Angst, unsere Tage sehen nicht immer so aus. Ne? Also wir sind nicht nur am Trinken und am Relaxen. Aber es ist einfach total langweilig, wenn ich mich filme, wie ich im Büro sitze oder wenn Tina am Rechner sitzt. Das macht keinen Sinn. Darum gibt es die Highlights hier. Das waren jetzt mal ein paar 3 Tage. Wir haben noch viel mehr gefilmt und wir schmeißen das immer wieder mal auf YouTube hoch, wenn wir ein bisschen gesammelt haben. So neben den Quasselrunden und den Business-Videos. Ich glaube, wir haben echt ein tolles neues Format gefunden, was uns auch super viel Spaß macht. Wir sind aber auch ein tolles Format. Nein, ich meine einfach dieses Vloggen oder so, das macht halt wirklich Spaß. Und macht keinen Spaß. Wir haben uns das am Anfang einfach... Das Doofe ist ja, wenn wir die Scheiße hier weitermachen, dann muss ich wieder schneiden und ich habe keinen Bock auf Schneiden. Aber es macht Spaß, es macht wirklich Spaß und vor allen Dingen nehmen wir das dann nochmal ganz anders wahr. Ja, wir nehmen das total anders wahr. Alter! Also, schönen Dank, dass ihr dabei seid, muss man so sagen. Ne? Und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt ihr uns bitte jetzt. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist das gleiche wie folgen und ich quassel mich hier dumm und dämlich. Ihr wisst, was ich meine, oder? Folgen könnt ihr uns auf unseren Social Medias. Genau. So. Howdy. Howdy. Tschüss.